Servus zusammen und herzlich willkommen bei unserer nächsten Episode von den Umbauvideos. Nachdem wir uns letztes Mal die M1000 angeschaut haben, schauen wir uns heute die M1000 Doppel an. Ihr seht schon, es ist unglaublich viel ab Werk bereits in Carbon verbaut. Wir wollen das Ganze heute nochmal mit ein paar Details weiter vervollständigen. Wir fangen vorne an beim Luftkanal, haben die Rahmenabdeckung, natürlich die Schwingenabdeckung, dass hier das Silber weggeht, lassen das Plastik am Heck verschwinden und noch ein paar kleine weitere Details, die sich dann später im Video zeigen werden. Hier seht ihr einmal, wie das Ganze jetzt im Vorher anschaut und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Bevor wir mit dem eigentlichen Umbau anfangen, wollen wir mal kurz durchgehen, was wir heute alles umbauen werden. Wir fangen vorne an beim Lufteinlass, machen da in dieser Gelegenheit gleich mit den Rahmenabdeckungen weiter, weil hierfür alles an der Seite runter muss. Natürlich, wie das bei uns üblich ist, haben wir auch für die Doppel einen richtig geilen Motorspoiler, der hier als Verlängerung mit rankommt. Wie das geht, zeigen wir euch dann später im Video. Dann haben wir nochmal die Schwingenabdeckung und natürlich einmal den kompletten Heckumbau. Das Ganze, wann ihr jetzt im Video findet, seht ihr jetzt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal vorne direkt an. Als allererstes wollen wir hier vorne den Ram-Air-Kanal umbauen. Warum? Wir haben hier überall richtig geiles Carbon in der Verkleidung und das Ganze mündet hier im Plastik. Da haben wir gesagt, das können wir so nicht lassen. Deswegen gibt es diesen Kanal nochmal komplett in Carbon. Der kann dann hier hinten mit eingesetzt werden und dann wird auch hier das Gesamtbild nochmal richtig schön vervollständigt. Als allererstes haben wir natürlich hier einmal den Lufteinlasskanal. Der kommt genau so wie er ist, ohne weitere Anbauteile. Alles, was wir benötigen, befindet sich bereits am Motorrad. Und wie wir gerade gesagt haben, ihr werdet jetzt gleich sehen, die Seitenverkleidungen müssen runter. Das heißt, das ermöglicht uns, dass wir in diesem Schritt direkt die Rahmenabdeckungen mit abbauen können. Das heißt, die packen wir jetzt auch einmal kurz mit aus. Wir bauen natürlich wieder die große Version. Die sieht einmal auf der rechten Seite so aus. Das Ganze kann jetzt hier wieder wunderbar auf den Baumwollsäcken abgelegt werden. Und natürlich auch die linke Seite, die wir hier entsprechend einmal herausholen können. Die beiden kommen dann gleich noch an den Rahmen mit ran. Ihr seht auch hier wieder die Innenseite. Die ganzen Klebestreifen befinden sich bereits an den Teilen. Und der größte Teil des Umbaus für die Rahmenabdeckung gilt natürlich auch für die S-Doppel-R-Modelle. Eigentlich ab 19 und auch für die Vorgänger M. Es ändert sich hier jeweils nur, wie die Seitenverkleidungen runter müssen. Der Montageprozess, der Rahmenschoner selbst, ist aber in dem Fall der gleiche. Die gute Nachricht ist, der Luftkanal wird der schwierigste Teil des Umbaus und der aufwendigste. Wenn wir den haben, ist der Rest wirklich eine gemähte Wiese. Damit wir nämlich vorne an den Luftkanal hinkommen, es ist einfacher und ein bisschen aufwendiger. Muss nämlich die komplette Seitenverkleidung weg, auf beiden Seiten, damit wir vorne die Kanzel wegbauen können, dass wir dann in den Luftkanal rankommen. Das bedeutet, wir fangen jetzt einmal hier unten an, bauen die untere Seitenverkleidung ab, bauen die Seitenverkleidung ab, bauen hier ab, bauen vorne ab, bauen die Mitte ab, bauen den Luftkanal ab. So, und das auf beiden Seiten. Wir machen das Ganze jetzt nochmal kurz zusammen im Video und dann hoffentlich klappt es bei euch genauso schnell. Werkzeugmäßig brauchen wir im Prinzip nur einen 25er Torx. Ich arbeite gerne mit dem T, weil es leichter geht. Ihr braucht aber auch nochmal irgendwo eine Ratsche mit etwas Kurzem, weil ihr auch zum Beispiel hier unten eine Schraube habt, da kommt ihr mit dem T sonst nicht ganz so gut ran. Ansonsten noch eine kleine Auffangbox für die übrigen Schrauben. Und ansonsten kann es schon losgehen. So. Nachdem wir jetzt hier die, sind das 4 Schrauben entfernt haben, 5 Schrauben, können wir jetzt dieses untere Seitenverkleidungsteil ausklicken. Wir haben einen Clip hier und einen Clip hier. Und das ist ein bisschen hakelig, insbesondere hier oben. Aber keine Sorge, da kann nicht viel schief gehen. Dafür drücken wir einmal das obere Teil hier nach vorne weg. Und hier ist es so, ihr müsst das untere Teil nach unten rausziehen. Da kann man sich hier ein bisschen einspreizen. Das ganz vorsichtig auseinanderziehen. So, jetzt ist der hier auch raus. So, und dann können wir hier vorsichtig das Carbonteil rausnehmen. Achtung, hier hängt es noch am Gummischlauch. Der ist aber nur hier eingeklipst, den können wir einfach rausnehmen. Dann können wir das Originalteil hier schon mal zur Seite legen. Gut, als nächstes können wir dann hier mit der oberen Seitenverkleidung jetzt mal weitermachen. Da haben wir jetzt hier eine Schraube freigelegt, haben hier noch eine Schraube
Und wenn ihr hier innen lang fahrt, fühlt ihr, dass hier nochmal 2 Schrauben sind. Die müssen auch weg. So, und natürlich, der Ringlet hat hier vorne eine Schraube in der Mitte. Die muss natürlich auch mit raus. Drehen wir den Lenker einmal rüber, dann kommen wir da besser hin. So, danach können wir nämlich jetzt hier wieder das Teil, ihr seht, hier ist eine Trennkante auch, mit einigen Clips verbunden, vorsichtig entnehmen. So, wir fangen hinten an. So, damit ist auch die zweite Hälfte des Seitenteils quasi vom Motorrad entfernt und wir können auch die zur Seite legen. Bevor wir jetzt hier auf der linken Seite weitermachen können, machen wir das gleiche wie die Seitenteile auf der rechten Seite, weil auch wenn die weg ist, dann kann dieses Mittelteil weg und dann können wir uns um die oberen Teile auch nochmal kümmern. Deswegen wir das Ganze nochmal im Schnelldurchlauf für die rechte Seite und dann sehen wir uns nochmal wieder, wenn es in der Mitte weitergeht. Nachdem wir jetzt das Motorrad an der Seite ein bisschen schlanker gemacht haben, können wir uns jetzt an die Mitte vorantragen. Dafür müssen wir als erstes hier unten das Verbindungsteil in der Mitte wegschrauben. Das geht einmal hier seitlich und einmal von unten. So, dann können wir nämlich den hier nach vorne aushängen. Klack! Dann ist das Mittelteil auch weg und, man glaubt es kaum, wir haben wieder 2 Schrauben gefunden. Ihr seht es bis hierhin eigentlich gar nicht wild. Wir haben nur sehr viele Schrauben. Wir haben es sogar aufgeteilt, einen Behälter rechts, einen für links, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Und ansonsten habe ich wieder 2 mehr Schrauben gefunden. Bis jetzt alles nur mit dem Torx T25 möglich, das heißt eigentlich sehr überschaubar. Nachdem jetzt die Seitenverkleidung weg haben und das Motorrad schon insgesamt ein bisschen schlanker ist, können wir uns jetzt an die Mitte ranwagen. Dazu müssen natürlich dann auch die Spiegel mit den Blinkern weg. Das machen wir nicht zuerst, sondern erst später. Und fangen jetzt erst mit den Carbonteilen an. Warum? Die ganzen Kabel für die Blinker und auch die Stecker befinden sich hier vorne dran. Wenn ihr jetzt erst den Blinker wegmacht, dann hängt der locker am Kabel dran, zerkratzt vielleicht was, Kabel geht kaputt und ihr kommt nicht ran. Das heißt, wir machen jetzt erst das Carbonteil so weit locker, dass wir es bewegen können, dass wir dann den Spiegel locker machen und dann quasi auch an den Stecker rankommen zum Trennen. Und dann nehmen wir beides gemeinsam mit runter. So der Plan. Was wir aber zuerst machen können, ist die Scheibe weg. Hat den Hintergrund, wir haben hier 2 einzelne Verkleidungsoberteile, die durch die Scheibe miteinander verbunden sind. Wenn wir jetzt die Scheibe übereinander lassen, dann müssten wir theoretisch 5 Teile gleichzeitig irgendwie rauswürgen. Ist nicht schön, sind 4 weitere Schrauben und macht uns das Leben ein bisschen leichter dann. Die Scheibe ist jetzt hier vorne mit so reingeklemmt. Das heißt, es ist ein bisschen unschön beim Rausmachen, kann aber nirgends hin. Das heißt, wirklich hier ganz vorsichtig Scheibe rausmachen. Ihr seht auch, hier sind einige, dass sie halt nicht verkratzt, nicht schleift nirgends. Ein paar Schützer dran, kann nichts schief gehen. So, jetzt kommt der kniffligste Teil. Und wenn ihr jemanden habt, der euch helfen kann, super. Wenn nicht, dann alleine geht's auch, aber dann wird es ein bisschen kniffliger. Kein Problem. Wir fangen an, diese beiden Schrauben hier vorne zu lösen. So, als nächstes nehmen wir jetzt einen 10er Schlüssel und machen hier einmal den Spiegel-Blinker locker. So, dass hier auch locker ist, das ist mal das Wichtigste. Jetzt müssen wir das Teil hier ein bisschen rausnehmen. Wir sind hier einmal im Rahmen drin, wie wir es auch von den anderen Modellen kennen, mit so einem längeren Stift in einem dicken Gummi. Das klemmt immer ein bisschen, geht aber unterm Strich langsam raus. So, dabei haben wir es jetzt hier vorne auch gleich rausgehackt. So, und jetzt können wir final die Muttern lösen. So, und wenn ihr jetzt jemanden habt, das wäre unglaublich geil, weil ihr müsst nämlich jetzt, könnt ihr die beiden Sachen hier gemeinsam runternehmen. So, und ich lasse jetzt einmal das Seitenteil hier hängen. Habe zum Glück meinen Schraubenziehergriff bereit und kann jetzt hier diesen Stecker noch lösen.
So, und jetzt kann man das Ganze hier auch trennen. Ihr seht, es geht auch alleine, wenn ihr die Reihenfolge beim Abschrauben behaltet. Ansonsten jemand habt, der euch einfach schnell den Blinker halten kann oder auch hier das dann, macht es ein bisschen einfacher. Jetzt halt auf der rechten Seite das gleiche Spiel nochmal. Die Schrauben haben wir bereits gelöst und auch den Spiegel haben wir bereits soweit locker gemacht, dass wir jetzt nur noch final die Muttern ein bisschen locker drehen. So, und jetzt haben wir das gleiche Spiel nochmal. Der hier ist locker. Jetzt können wir hier wieder langsam, vorsichtig. Das kommt dann sehr schnell, das ist ein bisschen schwierig abzupassen. Hier einfach ganz vorsichtig, dann kommt das schön kontrolliert. So, und ihr seht auch, ihr habt hier nochmal eine ganze Menge Clips vorne mit dran. Die sind leider nur hopp oder top. Da gibt es jetzt keinen perfekten Trick, außer sich durchtappen. So, und dann haben wir auch hier wieder die beiden Einzelteile. Können hier auch wieder den Stecker aufmachen. Das Ganze dann hier schön halten. Stecker lösen. Zack. Beiden Teile trennen. So, und jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Und nachdem wir jetzt schon mal einen groben Teil der Kanzel entfernt haben, haben wir jetzt hier nochmal 2 weitere kleine Schräubchen freigelegt. Die machen wir noch raus und dann kommen wir schon sehr, sehr gut an unseren Luftkanal ran. Messerscharf erkannt, wir haben 4 Schrauben, hier sind nochmal 2. Nachdem wir jetzt hier alle 4 Schrauben haben, Achtung, die ist drin hängen geblieben, können wir das Teil tatsächlich, man glaubt es kaum, ohne Clips, ohne irgendwas einfach rausnehmen. Und hier ist er auch schon, unser wunderschöner kleiner Lufteinlass. Das bedeutet, schwupp, Originalteil raus, Carbonteil vorsichtig durchfädeln, passt wie angegossen. Das Ganze hier fest dran und wir können das Ganze wieder zusammenbauen. An dieser Stelle finden wir vielleicht auch gleich eine kleine Antwort auf die Frage, lohnt sich, wenn ich viel auf der Rennstrecke fahre, eine Rennverkleidung? Ihr habt jetzt gesehen, was wir alles wegschrauben haben müssen, nur dass wir hier vorne mal kurz rankommen. Bei zumindest unserer Rennverkleidung, die wir anbieten aus Carbon, ist es so, wir haben 2 Schnellverschlüsse hier, jeweils 3 Schnellverschlüsse hier, zack, Oberteil in einem Teil runter, Luftkanal, ein Teil runter, Seitenverkleidung, nochmal ein paar Schnellverschlüsse mehr, zack, zack. Innerhalb von 60 bis 90 Sekunden ist das Motorrad komplett gestrippt, so wie es jetzt hier auch da steht und ihr kommt überall ran. Das heißt, wenn man viel auf der Rennstrecke unterwegs ist, ja, macht durchaus Sinn, weil entweder wenn mal was ist zum Schrauben, ihr seht, wie lange und wie viel wir jetzt hier geschraubt haben, dass wir hier vorne rankommen. Und natürlich, falls mal was sein sollte, sind natürlich hier viel mehr Komponenten verbaut, die auch irgendwie kaputt gehen können. So wie nochmal als kleine Randnotiz zum Thema Rennstrecke. Ich meine, das Motorrad wurde ja für die Rennstrecke designt und entwickelt, ist natürlich aber trotzdem ein Straßenmotorrad. Und ich denke, hier sieht man auch nochmal kurz einmal das Thema Rennverkleidung. Macht Sinn und wann macht Sinn? Ja, nein, vielleicht. Ist natürlich für jeden, für euch selbst zu entscheiden. Wir bauen jetzt aber hier am Straßenmotorrad weiter und Luftkanal ist drin. Und im Prinzip alles, was wir gerade zerlegt haben, kommt jetzt wieder dran. Dafür beginnen wir mit dem überstehenden Teil. So, das bedeutet, wir bauen hier wieder schieben das Ding original drüber. Hier sieht man natürlich auch Illenberger Carbon Lufteinlass, originales Frontteil. Und ihr seht, das Material ist identisch, die Art, wie es gewebt ist, passt perfekt zusammen. Die Oberfläche passt perfekt zusammen. Das Ganze ist halt einfach eine Verschmelzung miteinander, wie die Faust aufs Auge. So, wir fixieren das Ganze jetzt hier mit den 4 Schrauben. Wichtig ist, achtet darauf, dass ihr die Plastikbeilagscheiben nicht vergesst, damit wir das Ganze dann auch hier wieder schön fixieren können. Wie immer, das Ganze erstmal nur leicht ansetzen und nicht direkt festziehen, sodass wir noch Möglichkeiten haben, kleinere Toleranzen im Teil auszugleichen. Und das noch ein bisschen verschieben können, bis alle 4 Schrauben da sind, wo sie hin sollen. Damit ist jetzt hier die Front fix. Und bevor wir jetzt hier mit dem ganzen Frontverkleidungsteilen weitermachen, machen wir weiter mit den Rahmenverkleidungen. Warum? Jetzt kommen wir wunderbar perfekt hin. Und auch obwohl es nur hier vorne die Front sein sollte, geht die auch hier mit zur Seite. Das würde trotzdem gehen, macht uns aber mehr Arbeit als nötig ist. Für alle, die jetzt nur die Rahmenschoner wechseln wollen, zeigen wir noch mal kurz, wenn wir die Frontverkleidungsteile hier an der Seite dran machen, wie man da noch mal vorbeikommen würde. Aber wie gesagt, wir machen es jetzt, weil es einfach leichter ist. Wir haben weniger Risiko für Kratzer und wir kommen aber viel schneller überall hin.
Und das Wichtigste natürlich, jetzt sieht man auch viel besser hin. Das heißt, für euch, fürs Video ist auch noch viel besser. Mit den Rahmenschonern fangen wir auf der linken Seite an. Ihr seht, wir haben jetzt hier eigentlich schon quasi alles freigelegt, das ist sehr, sehr geil. Nur noch der Aktivkohlefilter ist uns hier jetzt im Weg. Das ist aber überhaupt kein größeres Ding. Wir haben hier 2 Schrauben und dann können wir im Prinzip auch schon relativ gut wegklappen. Deswegen hier 30er Torx, Schraube Nummer 1, Schraube Nummer 2. So, und jetzt können wir das ganze Teil hier mit Halter so ein bisschen hoch. Und das reicht uns im Prinzip auch schon für die Rahmenverkleidung. Wer es noch ein bisschen besser mag, der kann jetzt hier unten den Schlauch noch runter machen. Braucht er nicht mal. Kann man hier noch ein bisschen rüber. So, und das reicht, dass wir jetzt hier die Rahmenverkleidung anmachen können. So. Wer jetzt das Umbo-Video zur M1000R bereits gesehen hat oder eins der früheren, der weiß, was jetzt im Prinzip kommt. Zuallererst, bevor wir irgendwas machen, schauen wir erstmal, dass wir uns auch wirklich nicht vertan haben und alles so freigelegt haben, wie wir das benötigen. Und dann sehen wir auch, das schaut doch schon mal sehr gut aus. Hier schaut es sehr gut aus. Hier vorne wunderbar. Wie gesagt, hier mit den Schläuchen ein bisschen enger. So, wir sehen, es geht hier also sehr schön auch mit den Schläuchen, kommen überall vorbei, wie wir das uns vorgestellt haben. Hier geht es nirgends an, hier liegt er sauber an. Auch an der Seite passt alles so, wie es soll. Und auch hier unten geht er genau überall perfekt dran. Man sieht jetzt auch eigentlich schon mal ganz schön, wie durch das einfach nur, dass die Form perfekt passt und wir auch hier die Schweißen nicht alles so wunderbar ausgenommen haben, wie gut er eigentlich sitzt, ohne irgendwie geklebt zu sein. Das heißt auch für die, die sich fragen, boah, hält es, hebt es nicht, komplett ohne Kleber sitzt das Teil schon mal sehr, sehr stramm dran, ohne dass irgendwas von Verkleidung draufhält oder draufdrückt. Das heißt, wenn jetzt hier nochmal die ganzen 3M-Streifen dran heben, dann ist das wirklich bombenfest. Ja, ein bisschen Bremsreiniger oder irgendwas anderes Fettlösendes und nichts, was irgendwie hier die Pulverschichtung angreifen könnte oder sonstige Lackteile. Und putzen einfach noch mal kurz über die gesamte Klebefläche drüber. So, nachdem wir jetzt geputzt haben, weiß, dass jetzt meine absolute super duper Lieblingsaufgabe kommt, nämlich die ganzen roten Streifen runterziehen. Dafür nehmen wir wieder einen kleinen Schraubenzieher und ziehen die alle vorsichtig ab. So, und so. Auch hier verzichten wir wieder auf die Verwendung von Silikon, weil das einfach so eine viel sauberere Angelegenheit ist und uns eine Menge Sauerei erspart. Weil ihr wisst selber, ihr habt dann irgendwie hier zu viel, zu wenig, dann läuft euch die Brühe hier unten raus, wollen wir alles nicht. Deswegen Klebestreifen, gibt immer eine lustige Arbeit mit den Dingern abziehen und wenn das erledigt ist, haben wir hier wirklich eine ganz cleane Lösung. Von der Reihenfolge, wie man das Ganze am besten ranmacht, gibt es da verschiedene Geschmäcker. Manche sagen, sie fangen lieber oben an. Ich persönlich fange lieber unten am Schalthebel an, weil das hier tatsächlich dazwischen reinfädeln noch der engste Teil ist, sag ich mal. Alles andere, gerade bei dem Motorrad, kommen wir hier wirklich überall richtig schön hin. Und deswegen fange ich jetzt hier unten an der engsten Stelle an, weil es dann einfach am schönsten klappt. So, dann halten wir den überall einmal vorsichtig ran. Hier jetzt eben mit dem Filter wieder vorsichtig. So, dann sehen wir sind jetzt hier überall an der richtigen Position. Achtung mit dem Schlauch nochmal, genau. Schlüpft der hier überall rein. So, und wenn wir dran sind, dann ganz wichtig, mit einer Hand hinten gegenhalten. Je fester ihr den Kleber jetzt drückt, desto fester hält er. Und deswegen immer mit einer Hand gegenhalten, damit ihr nicht aus das Motorrad umschmeißt. Dann könnt ihr jetzt hier mit einer Hand so richtig schön aller Kraft, die ihr habt, das Ganze einmal so richtig gegen das Motorrad drücken. Ihr seht, das Ganze geht jetzt auch richtig schön fest dran. Falls jemand hergeht und sagt, boah, so brutal fest dran drücken, muss das sein, kann man das sich irgendwie auch schöner lösen oder vielleicht für jemanden, der zart ist und sagt, nee, also will ich wirklich nicht machen, gibt es noch einen kleinen Trick, den möchte ich natürlich jetzt hier auch mitgeben. Wenn ihr jetzt einen Kabelbinder nehmt, ihr kommt eigentlich fast überall am Rahmen ordentlich rum, dann nehmt ihr einfach den Kabelbinder, fädelt einmal schön rundum, zieht den Kabelbinder dann zu. So, und könnt jetzt halt hier das Ganze auch nochmal richtig schön fest ranziehen. Damit habt ihr nochmal eine schöne Alternativlösung. Der bleibt natürlich nicht dran, das ist rein für euch, dass ihr einmal quasi schön randrücken könnt. Und wenn das dran ist,
Dann könnt ihr entweder noch für eine Zeit lang dran lassen, einfach, dass sich der Druck schön aufbaut, oder ansonsten auch wieder runter machen und das Ganze hält dann genau so, wie es soll. Nachdem wir hier noch den kleinen Trick mit dem Kalbiner gezeigt haben, würde ich sagen, den Kalbiner machen wir jetzt wieder ab. Dann machen wir unseren Filter wieder dran, dann hüpfen wir auf die andere Seite, machen das gleiche mit der rechten Rahmenverkleidung und dann geht es auch schon wieder weiter mit den Seitenverkleidungsteilen und wir bauen das Ganze wieder zusammen und gehen weiter. Ansonsten, ihr seht, das Ganze ist auch komplett rückstandsfrei, das heißt, solange ihr einen Plastikkalbinder verwendet, könnt ihr den wirklich richtig schön anziehen und dann auch wieder vorsichtig seitlich abmachen. Ganz wichtig an der Stelle, bitte einen Kalbinder aus Plastik nehmen und nicht, weil man sagt, boah, viel hilft viel, Metallkalbinder kann ich viel fester ziehen. Ja, aber da riskiert ihr dann, dass ihr eventuell einen Kratzer im Carbon drin habt, das wollen wir nicht. Als nächstes haben wir jetzt hier den Filter wieder ran. Das geht tatsächlich sehr, sehr schön. Da wir sonst von den Schläuchen nichts angefasst haben, wir drücken nur den unteren Schlauch wieder unten rein, flupp, und er fällt eigentlich schon fast von alleine in die Position. Das ist sehr, sehr angenehm. Rangehalten, 30er Torx zur Hand und Schraube rein damit. Auch hier wieder wie immer die Schraube erstmal nur ein paar Umdrehungen ansetzen, dann die untere ansetzen und dann können wir auch direkt festziehen. Gut, der ist fest. So, dann sitzt der wieder fest dran. Hier schauen wir drauf, genau, dass der hier auch wieder richtig drin sitzt. Das schaut soweit gut aus. Achtung, dass es keine Kratzer gibt. Dann drehen wir einmal das Motorrad. Nachdem jetzt die linke Seite mit dem Rahmen schon bereits beieinander ist, gehen wir jetzt zur rechten Seite über. Hier im Prinzip das gleiche in grün, blau. Und links haben wir den Filter, rechts haben wir den Ausgleichsbehälter von dem Wasserkühler. Das heißt, hier haben wir nur eine Schraube tatsächlich. Und ihr seht, hier ist theoretisch der Schlauch. Das könnte eine Sauerei geben, muss es aber nicht, weil wir natürlich hier eine entsprechende Aussparung übrig gelassen haben. Das heißt, ihr kommt hier schön, dass ihr vorbeifädeln könnt. Ihr müsst diesen Schlauch nicht wegmachen. Wenn ihr jetzt sagt, viel Fädelei muss das sein, den Schlauch ziehe ich sowieso lieber runter, dann auch einfach gerne hier mit der Zange aufmachen, keinen Schlauch runter machen. Gibt aber eine Sauerei, weil dann natürlich die ganze Flüssigkeit ausläuft und dann auf jeden Fall irgendwas unterfangen, weil das sonst ein bisschen schmierig ist. Aber wie gesagt, wir haben hier eine schöne Aussparung. Das geht eigentlich sehr, sehr schön hier dran vorbei, dass ihr hier wirklich auf der rechten Seite sogar nur eine Schraube aufmachen müsst. Das bedeutet, wir schlagen den Lenker wieder ein, machen den Ausgleichsbehälter locker. Achtung! Hier ist eine kleine, aber feine Entlüftungsbohrung für den Ausgleichsbehälter. Hat den Vorteil, wenn das Motorrad mal richtig heiß wird und hier richtig Wasser reinkommt, die Luft muss hier irgendwo hin, sonst habt ihr hier richtig schön Überdruck drin. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ihr den jetzt Kopf übernehmt, dann würde hier langsam aber sicher ein paar Tropfen von dem Wasser raus. Und gibt eine Sauerei und wir machen extra genau hier den Schlauch auch nicht runter, damit es eben keine Sauerei gibt. Deswegen, bis wir jetzt den Rahmen alles geputzt haben, lassen wir den Ausgleichsbehälter hier vorne noch eingehakt. Da ist der schön in Position, kann nicht aus, sitzt fest und es kann erstmal nichts schief gehen, bis wir eben jetzt gleich so weit sind, dass wir eine Rahmenabdeckung noch dran machen können. Wir nehmen wieder unser Putztuch und putzen den Rahmen. Auch hier nehmen wir wieder am besten irgendwie einen Bremsenreiniger oder irgendwas. Anderes am besten fettlösendes, damit dann die Oberfläche auch schön für den Kleber funktioniert. Und ihr seht schon, obwohl das eigentlich ein neuer Rahmen ist und hier nichts dran ist, einfach nur so ein bisschen was ist immer auf der Oberfläche. Und genau das ist es, was dann dafür sorgt, dass der Kleber eben nicht hält. Und deswegen lohnt es sich durchaus, den wirklich, auch wenn es ein komplett fabrikneues Motorrad mit 0 Kilometer ist, sauber zu machen. Jetzt wieder zu meiner absoluten Lieblingsaufgabe, den roten Fitzelchen. Das heißt, wir nehmen wieder unseren Schraubenzieher und ziehen die einmal ab. Und hier sieht man so einen kleinen Vorteil gegenüber Silikon. Die verlaufen nicht, die sind da, wo sie sind. Das heißt, ich kann überall, wo die nicht sind, die Rahmenabdeckung auch noch perfekt angreifen und nehmen und auch festhalten. Gut. Dann sind wir jetzt eben genauso weit, dass wir den reinmachen können. Auf der linken Seite haben wir unten angefangen wegen Schalthebel. Hier ist so, hier ist alles frei. Das bedeutet, die enge Stelle, nenne ich es jetzt mal, ist hier vorne. Das heißt, wir müssen hier mal aushaken. Hier hilft es natürlich ungemein, wenn man noch eine zweite Hand zur Hilfe hat. Weil ihr seht, aber es ist ein bisschen hackelig alleine. Aber auch hier das Ganze wieder sehr gut alleine möglich grundsätzlich. Ihr seht, die Rahmenverkleidung schlüpft auch direkt dahin, wo sie hin soll. Hier passt es, jetzt führen wir sie hier hinten noch hin. Sehen auch direkt an den Bohrungen, kontrollieren das Ganze, stimmt genau. Und können sie dann entsprechend, wenn sie in Position ist, wieder ans Motorrad bringen.
Jetzt auch hier wieder mit einer Hand gegenhalten, mit der anderen das Ganze schön andrücken, dass es dann auch entsprechend hält, so wie es soll und nicht aus kann. Da ist auch die rechte Seite jetzt schön verbaut. Wir haben genau eine Schraube, die wir brauchen hier für den Ausgleichsbehälter. Achten jetzt natürlich darauf, dass wir ihn hier vorne wieder schön einhängen. Klack, Schraube ran und komplett ohne auch nur einen Tropfen Wasser zu verlieren oder irgendeine Sauerei anzustellen, ist ganz am Motorrad. So, dann ist auch das wieder dran. Ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Der Rahmen von der groben Kontur her, sag ich mal, das heißt alles, was jetzt von der Rahmenabdeckung verkleidet wird, ist bei der K67, also sprich den S1000RR Modellen, ab 2019 bis einschließlich aktuell 24, sowie auch bei der M der ersten Generation von 21 identisch. Das bedeutet, was sich ändert, ist das Prozedere, die Seitenverkleidungsteile abzumachen. Wenn ihr da mal ein Video zu sehen wollt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail, dann machen wir das natürlich sehr gerne. Ansonsten das Grundprozedere hier mit dem Ausgleichsbehälter, links mit dem Filter und auch wie das jetzt hier in den Rahmen schlüpft, ist komplett identisch. Das heißt, das könnt ihr wirklich 1:1 für euch übernehmen. Hat sich auch nichts geändert. Und ihr seht auch, das Grundkonzept ist auch zum Beispiel gegenüber der M1000R sehr, sehr ähnlich. Und damit ist es auch hier jetzt wieder schön dran. Das Ganze insgesamt eine sehr saubere Angelegenheit. Hier wieder alles fest und wir machen jetzt weiter hier vorne. Als nächstes machen wir jetzt hier mit den Verkleidungsteilen wieder weiter. Dafür haben wir natürlich einmal hier diese seitliche Kanzelabdeckung, wir fangen links an und natürlich den Spiegel. Jetzt ist es so, wir haben beim Abbau gesehen, dass beides gleichzeitig ist ein bisschen hackelig. Anbau natürlich noch schwieriger, sag ich mal, was das angeht. Wenn ihr mal einen zweiten habt, jetzt Bombengelegenheit. Ansonsten, wenn ihr jetzt sagt, das ist eine ganz schön hackelige Nummer, man hat hier so eine, ich nenne es mal Wartungsklappe gelassen. Man kann hier mit den Fingern, wenn man kleine Hände hat, schön reinkommen. Allerdings nur von der Seite, das heißt, mein Daumen geht schon gar nicht mehr. Ich komme da nicht hin, ich habe da echt große Hände für. Ist nur für jemand, der kleine Hände hat und sagt, beides gleichzeitig, schwierige Nummer. Eine Alternativmöglichkeit, die wir natürlich nicht unerwähnt lassen wollen. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt an mit den beiden gemeinsam. Ich mache es wieder so, ich nehme das Kabelfädel einmal vorher durch. Und man kann sich jetzt hier, wenn das Motorrad auf der richtigen Höhe steht, den Blinker eigentlich ganz angenehm den Spiegel hier einmal unter die Hand nehmen, unter den Arm nehmen und das Ganze hier schön mit der anderen Hand einfädeln. Und ihr seht es direkt, wenn hier auch der Haken wieder richtig drin ist, es macht auch ein schönes Klickgeräusch, ist das Ganze dran. Wir können den Ganzen dann hier wieder schön einhängen. So, und dann ist es dann auch erledigt und dran. So, und jetzt müssen wir die Teile gemeinsam anbauen. Die nehmen wir jetzt einmal hier mit hoch. Schauen, dass wir hier seitlich keine Kratzer reinmachen. So, jetzt können wir hier, wenn der Blinker oben ist, der Spiegel, die beiden Muttern nehmen und einfach mal nur so 2, 3 Umdrehungen jeweils drauf machen. Dann kann das nicht mehr durch und kann auch nicht mehr runterfallen. Das bedeutet, das Ganze ist schon mal, ich sag mal, gegen Absturz und gröbere Schäden gesichert. So, jetzt kann es schon nicht mehr aus. Wir können loslassen, es bleibt am Motorrad, nichts geht schief. So, das bedeutet, ich halte ihn jetzt auch hinten mit einer Hand dagegen und drücke jetzt einfach mal vorsichtig an und ihr merkt sofort, klack, drückt sich schön rein. Gehe hier noch über, einmal gezogen, wieder mit einer Hand natürlich gegengehalten, zack und dran. So, und dann ist die Seite auch jetzt schon mal dran soweit. Wir machen eine Sicherungsschraube hier vorne noch rein. Ganz wichtig bei der Sicherungsschraube, das ist eine der kurzen Schrauben, die Plastikbeilagscheibe nicht vergessen, sonst gibt es hier unschöne Kratzer, das wollen wir ja nicht. Spaltmaß passt auch. Jetzt nehmen wir hier unseren 10er. Nachdem wir es hier eingeklickt haben und vorne unsere Sicherungsschraube dran haben, ganz wichtig, den Spiegel, der ist ja gesichert schon mal, dass er nicht runter kann. Wir lassen ihn aber locker, wir schrauben ihn nicht fest. Hat den Hintergrund, die Scheibe muss ich hier noch dazwischen rein. Und wenn ihr jetzt den Spiegel hier festdrückt, dann zieht ihr auch das Carbonteil mit ran und spannt das Ganze hier vorne unnötig vor. Geht trotzdem, macht aber die Montage der Scheibe nicht einfacher. Deswegen hier locker lassen, dann hat es hier noch ein bisschen Spiel, an dem man das arbeiten kann. Dann geht es mit der Scheibe später einen Ticken leichter. Deswegen, wir schnappen uns jetzt die andere Seite und machen das gleich nochmal. Genau das gleiche auf der rechten Seite auch wieder. Wir fädeln das Kabel erst durch. Dann hier, dann gibt es schon mal weniger Kratzer. Gehen dann einmal vorsichtig ran. Dann das Ganze hier wieder schön miteinander verklicken. Hier gibt es nur eine Richtung, das Ganze ist geführt. Das heißt, den Stecker falsch rum dran machen ist technisch unmöglich. Dann klicken wir den wieder ein.
führen, also das Teil wieder hier richtig drum ran. Aber ganz vorsichtig vorgehen, dass es keinen Kratzer gibt. So, hier sitzt mal grundsätzlich alles richtig. So, jetzt nehmen wir hier wieder unsere Muttern und sichern einmal den Blinker. So, jetzt ist der auch hier wieder gegen Runterfallen gesichert. Und wir klicken das Ganze schön ein. So weit, so gut. Und hier seitlich hinten. So, als nächstes können wir dann jetzt hier auch wieder die Scheibe reinfädeln. Und deswegen war es wichtig, dass hier noch alles locker ist. Weil hier einfach ein bisschen mehr Spielraum ist. Theoretisch. Nicht viel, aber doch ein bisschen. So, und wenn die dran ist, die 4 Schrauben rein, dann hätten wir das auch schon wieder. Ganz wichtig jetzt im nächsten Schritt, die Blinker nicht vergessen, die sind natürlich noch locker. Nachdem also hier die Scheibe, die Spiegel mit den Blinkern und hier auch die ganzen Oberteile wieder alle dran sind, kommt als nächstes hier dieses Mittelteil. Wichtig ist, natürlich bitte nicht vergessen, drückt den vorher hoch. Der muss natürlich hier innen einfädeln. Ansonsten, wenn euch das zu spät auffällt, müsst ihr nämlich bis zu hier wieder zerlegen. Das heißt, den hier schön nehmen, hier vorne einklicken. So. Und dann können wir den auch hier wieder seitlich jeweils rechts und links einmal anschrauben. Dann ist der auch hier dran. Ihr fühlt es auch sofort alles fest. Das bedeutet, wir machen jetzt weiter mit den Seitenverkleidungsteilen. So, damit das Ding jetzt hier final auch hier mit der Wasserkühlerverkleidung innen verbunden werden kann, haben wir von unten noch 2 Schrauben. Aber die kurzen mit Plastikbeilagscheibe natürlich können wir jetzt hier einmal von unten mit einschrauben. Das ginge auch später, das ist kein Problem, aber jetzt kommen wir noch besonders schön hin. Als nächsten Schritt können wir jetzt hier auch die Seitenverkleidung, das obere Teil, mit dem Winglet zusammen wieder anbringen. Das ist relativ simpel, wir haben hier eine Menge Clips, die uns eigentlich die Positionen vorschreiben, sage ich mal. Einzige, was man ein bisschen beachten sollte, wir haben hier noch so einen kleinen Plastikstift, nenne ich ihn mal, der hier mit einfädeln muss. Das heißt, in dem kann man das eigentlich sehr schön vorne ausrichten beim Zusammenbau. So, und dann entsprechend hier einmal überall einhaken. Es sind sehr viele Clips. Sicherstellen bitte, dass man keinen vergisst. Klack, klack. So, und ihr seht auch direkt, wenn ihr alle beieinander habt, hier oben zum Beispiel ist ein Loch mit einem Gewinde drin. Und wenn ihr das sehen könnt, dann wisst ihr, dass ihr hier wirklich auch alle dran habt. Sonst würde ich nämlich alles wegdrücken und da würdet ihr hier nicht hinkommen sonst. Dann können wir jetzt im nächsten Schritt wieder alles festschrauben. Das ist in dem Fall eine Schraube hier. Wir haben 2 Schrauben hier vorne unten. Und natürlich nochmal hier die eine, die dann später blind ist. Das heißt, das Ganze jetzt einmal mit dran gemacht. Wir fangen dann also entsprechend hier hinten mit der an. Das ist die mit dem dicken Bund in dem Fall. Und hier muss auch so eine Gummihülle mit drin sein. Die können wir nämlich hier dann schon direkt einfädeln. Und auch, das ist die Besonderheit, direkt festziehen, weil sie durch den Bund zentriert wird und das Teil dadurch durch die Gummi noch ein bisschen arbeiten kann. Jetzt nehmen wir hier einmal noch die Schraube für von oben. Wenn wir Werkzeugwechsel machen, also für vorne reinkommen, haben wir die lange Schraube für vorne vom Flügel. Die geht hier innen rein. An sich sehr, sehr simpel. Habe dann entsprechend hier nochmal eine Schraube von vorne in den Flügel rein. Dann ist der auch dran. Dann haben wir jetzt hier noch 2 wunderschöne kleine Schräubchen, die wir damit reinmachen müssen. Nehmen wir hier die 2 Schräubchen. So, dann kommen wir hier so schön von hinten ran. So, von der Montage her, das gleiche machen wir jetzt hier auf der rechten Seite nochmal. Das bedeutet, wir klicken sie erst wieder überall ein, schauen, dass vorne der Pin stimmt, schrauben unsere ganzen Schrauben fest und dann können wir schon wieder Unterteile machen. Das bedeutet, wir gehen einmal hier ran.
Als nächstes können wir jetzt hier die unten liegenden Seitenverkleidungsteile wieder anbauen. Wir fangen jetzt hier direkt auf der rechten Seite an. Das bedeutet, wir haben wieder hier vorne eine Schraube, haben hier unsere Clips, ganz wichtig, auch oben, dass wir hier überall sauber einhaken. Dann können wir das Ganze auch schon blitzsauber zusammenbauen. So, das heißt, wir gehen einmal wieder hier, wir häkeln die quasi einmal so von hinten ein, schauen, dass wir vorne einhaken und dass wir dann auch hier oben entsprechend drunter kommen. Das ist ein bisschen eine hackelige Angelegenheit hier oben. Geht aber insgesamt sehr gut. Zack, da sind wir drin. Hier vorne sind wir auch drin. Jetzt müssen wir nur noch hier den Clip einhaken. Dann kommen wir hier durch die Schlauch ganz gut ran. Klack, ihr habt es gehört. Hier ist der Clip drin. Das heißt, das Ding sitzt auch schon mal fest dran. Wir können hier sehen wir sehr schön dran. Hier hinten, das schaut gut aus. Und auch hier vorne, das sieht sogar sehr gut aus. Das bedeutet, wir schrauben das Ganze jetzt einmal fest. Nachdem wir jetzt hier die rechte Seite wieder erfolgreich vervollständigt haben, schauen wir uns einmal auf die linke Seite und machen dort das gleiche nochmal. Bevor wir jetzt hier auf der linken Seite auch die untere Seitenverkleidung anbauen, nutzen wir die Gelegenheit und machen hier auch gleich die Kahlbaumabdeckung mit. Hier ist genau eine Schraube und genau für die Montage muss eben auch dieses untere Teil weg. Das heißt, wir nutzen jetzt die Gelegenheit, lösen die Schraube und tauschen dieses wunderschöne Carbonteil auch gleich mit aus. Dafür lösen wir einmal das kleine Schräubchen und gegen ein Carbonteil austauschen. Das heißt auch hier wieder, hinten der große Pin muss hier einfädeln. Da kann man sich langsam rantasten und das fühlen. Und dann schön reindrücken. Einmal so. Zack, jetzt ist er drin. Ihr hört das, der rastet richtig schön ein. Dann nehmen wir eben genau die eine Schraube. So. Dann wäre der auch gleich mit angebaut. Und wir können jetzt im nächsten Schritt die linke untere Hälfte der Seitenverkleidung wieder mit anbauen. Ganz wichtig bei der Gelegenheit, Achtung auf die beiden Schläuche hier unten, die Überlaufschläuche, dass wir die hier bei der Montage wieder richtig einrasten. Weil wir gehen einmal vorsichtig vorne hin und klipsen die Schläuche eben ein. So. Und sind aber mit dem Seitenverkleidungsteil in der richtigen Position, dass wir das dann hier überall so entsprechend einschieben können und festmachen können. So, und dann können wir es hier wieder schön einklicksen. Klack. Hier, das passt auch. Dann müssen wir jetzt hier oben noch wieder rein. So. Zu guter Letzt können wir jetzt im letzten Schritt für diese Bauteile einmal noch die beiden unteren Schrauben wieder anschrauben. Dafür führen wir die beiden Motorspoilerhälften zusammen. Nachdem wir das hier vorne schon mal sehr viel umgebaut haben, wollen wir uns als nächstes das Heck vornehmen. Das bedeutet, wir haben wieder natürlich ein Mittelteil oben, natürlich ein Mittelteil unten, eine Heckverkleidung unten. Und natürlich wieder der Kennzeichenträger. Das Ganze ist sehr ähnlich zur M1000R. Eine Besonderheit ist in diesem Fall hier die obere Verkleidung. Bei der Competition ist die jetzt hier schon aus Carbon. Und auch bei der S1000R gibt es das ja auch so als Monoposto-Version. Es gibt aber eine Biposto-Version. Wie sich das beide jetzt unterscheidet und was da sich wie, wo, welche Möglichkeiten es gibt, auch verschiedene Teile auch mit unseren Carbon-Teilen zu kombinieren und wie man sich das am besten dann für euch jeweils bei eurem Motorrad zusammenstellen lässt, wollen wir uns dann auch in dieser Gelegenheit gleich anschauen. Wir fangen jetzt erstmal hier mit dem Zerlegen an, dann schauen wir uns, wenn wir das Teil runternehmen, das nochmal genau an, gehen dann mal rüber zu unserer roten S1000 Doppler, schauen uns das da an, wie es da aufgebaut ist und ich hoffe, ich kann euch damit einen kleinen Überblick geben, quasi welche Teile gibt es und wann macht es Sinn, die wie, wo zu kombinieren, weil das auf den ersten Moment nicht ganz selbsterklärend ist, obwohl es eigentlich, wenn man es einmal gesehen hat, dann doch relativ simpel zu verstehen ist, denke ich. Genau, das heißt, wir fangen jetzt hier mit dem Heck an und wie das so üblich ist bei den Heckumbauten, als erstes natürlich erstmal den Sitz runter. Dafür brauchen wir wieder einen Torx C25, fangen hier in der Mitte an, können den dann einmal locker schrauben. So.
Dann können wir den Sitz schon mal runter machen und zur Seite legen. Haben jetzt hier wieder Zugang zur Batterie und natürlich auch zum ABS-Steuergerät. Und benötigen jetzt den Schlüssel. So, und dann können wir hier vorsichtig die Monoposto-Version lösen. Und ihr seht schon, die geht ein bisschen schwieriger aus. Das liegt daran, weil die eben genau hier mit dem Schlüssel gehalten wird in der Mitte, als auch hier seitlich mit 2 Stiften mit reingemacht wird. Und natürlich hinten hier der Haken. Und das ist jetzt hier eben, wie gesagt, die Monoposto-Version. Gibt es ja auch bei der bei der S-Doppler, bei der K67 als aufpreispflichtiges Sonderpaket, wenn ich mich nicht gerade täusche. Und ansonsten gibt es eben die Biposto-Variante. Die schauen wir jetzt kurz bei der S an. Wie bei der M schon angekündigt, jetzt auch zur S kurz. Hier haben wir jetzt nämlich die Biposto-Variante verbaut. Das bedeutet, das ist das Motorrad, das mit Sozius-Paket so ausgeliefert wurde. Und normalerweise ist jetzt hier anstatt dessen des Carbonteils hier in der Mitte ein Sitz verbaut. Und ihr habt jetzt quasi hier die Möglichkeit, ich mache mal kurz den Schlüssel auf, anstatt dem Sitz eben dieses Carbonteil hier in die Mitte einzubauen. Und habt dann hier außen eben, das ist der originale Plastikring, der lackiert ist. Und hier habt ihr wirklich die Originalfarben, die ihr behalten könnt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier die Biposto-Variante eben habt, dann könnt ihr entweder nur das Sitzkissen durch ein Carbonteil in der Mitte ersetzen oder eben, wir haben das auch im Sortiment, eben die komplette Monoposto-Version, die große Version, wo eben quasi hier auch dieses originale Plastikteil mit ersetzt wird. So, nachdem jetzt hier die ganzen Monoposto, Biposto, Versionen, Varianten, Möglichkeiten alles mal geklärt wäre, widmen wir uns jetzt wieder dem Umbau. Das heißt, wir machen als nächsten Schritt weiter und bauen mal hier das Heck ab. Und wir sehen jetzt auch hier zum Beispiel ganz hinten eine kleine Schraube mit einer Klemmmutter darunter. Und das ist eben auch genau die Schraube, bei der die Biposto-Variante, das heißt das farbig lackierte Plastikteil, wird eben hier mit angeschraubt und geht in hier diese beiden Löcher mit rein. Das heißt, hier ist auch nochmal das Ganze in der M gesehen, wie man das eben rüberbauen könnte. Das heißt, damit ist aber das Thema jetzt, glaube ich, auch wirklich tiefgründig bearbeitet. Und falls da noch irgendwie Unklarheiten sind oder Fragen sind, schreibt es doch gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail, ruft uns an. Dann klären wir das gerne nochmal einzeln aus. Aber ich denke, grundsätzlich hätten wir das Thema. Genau. Damit beginnen wir jetzt dann hier entsprechend mal das Motorrad zu zerlegen. Bauen mal hier eben die mittlere Teile ab, bauen wir dann die Unterverkleidung ab, den Kennzeichenträger mit ab und tauschen das Ganze dann entsprechend durch Carbon aus. So, als allererstes können wir hier mal das Sportwerkzeug entfernen. Das legen wir mal vorsichtig zur Seite. So, und ihr kennt das Spiel, das heißt, wir müssen jetzt hier einmal wieder die ganzen Stecker rausmachen, die ganzen Schräubchen rausmachen, ein paar Kabelbinder aufmachen und ich würde sagen, let's go! Das bedeutet, wir fangen mal an mit dem, was offensichtlich ist. Das heißt, wir haben hier diesen Stecker. Machen wir mal den Kabelbinder auf. Ziehen wir den mal raus, legen wir zur Seite. Das Ganze hier drüben auch gleich. Auch zur Seite. Nach unserem letzten Umbauvideo wurden wir gefragt, Mensch, ich will jetzt nur den Kennzeichenträger tauschen, muss da wirklich alles zerlegt werden? Klar, da haben wir auch alles getauscht, das heißt, da fällt der Kennzeichenträger als letztes ab. Deswegen haben wir gesagt, gut, bei der Doppler machen wir es genau andersrum. Das heißt, wir machen wirklich zuerst den Kennzeichenträger runter, dann seht ihr das, wenn ihr nur den Kennzeichenträger machen wollt bei diesem Motorrad, wie schnell es eigentlich geht, sage ich mal. So, der Vorteil ist beim Kennzeichenträger, wir sehen, hier kommen 3 Kabel raus. Das ist einmal die Kennzeichenbeleuchtung und eben hier diese Blinker-Rücklichtkombination. Und genau die 3 müssen wir jetzt einmal locker machen, aufmachen, die Kabel lösen, dann können wir den eigentlich direkt schon abbauen. Das machen wir jetzt erstmal. Das bedeutet, wir brauchen wieder einen kleinen Schraubenzieher und machen jetzt hier mal kurz den Stecker auf. Wir sehen, das ist eins von diesen 3 Kabeln, das hier rausgeht. Ihr müsst hier mal ganz vorher diesen Pin lösen. So, und losen. Ganz wichtig an der Stelle. Macht das nur, wenn das Motorrad kalt ist, niemals in einem gefahrenen Zustand, weil nämlich hier dieses Plastik dann eventuell weich werden könnte. Und wenn ihr dann zu weit das Ding aufmacht und der ist warm, dann könnte sein, dass ihr eventuell diese Lasche verbiegt und dann rastet die danach nicht mehr richtig sauber ein. Deswegen sind hier viele eventuell und könnte dabei, aber wenn das warm ist, ist einfach das Risiko höher und ihr tut euch da keinen Gefallen. Es gibt elektrische Probleme, das wollen wir nicht. Sehen wir auch hier direkt wieder die Lasche. Und wenn ihr irgendwie große, starke Fingernägel habt, dann könnt ihr vielleicht rein. Ich habe sie nicht, deswegen nehme ich einen Schraubenzieher. Und hier einmal reinfahren, das ist ein bisschen frickelig und dann kann man den auch vorsichtig hier lösen. So, jetzt haben wir hier schon, wir sehen schon, 2 von 3 Steckern haben wir schon. Der dritte ist hier drüben, das ist das gleiche. Wir machen den Kabelbinder auf. Und einmal kurz hier das Kabel so rauslösen. Auch hier wieder fahren wir einmal rein und ziehen an. So, und jetzt sehen wir hier noch einen zusätzlichen Kabelbinder.
ganz vorsichtig hier den Kabel drin. Passt da wirklich auf, dass ihr nicht aus Versehen irgendwie das Kabel mit kaputt macht. Und ihr seht auch hier schon eben hinten links, das heißt HILI. Macht euch eigentlich die Sache sehr, sehr einfach. Beleuchtung ist grundsätzlich ein anderer Stecker und rechts ist dann logischerweise nicht beleuchtet. So. Und damit können wir jetzt halt nämlich den Kennzeichenträger von unten mit den beiden Schrauben lösen und abmontieren. Wichtig ist auch hier wieder mit einer Hand den Kennzeichenträger ein bisschen halten. So, und damit ist der Kennzeichenträger jetzt auch schon frei. Das ist der Kennzeichenträger. Wenn ihr nur den Kennzeichenträger wechseln wollt, schon herunter. Es geht also super, super schnell und einfach. Für den Carbon-Kennzeichenträger müssen wir jetzt auch die Blinker-Rücklichter umbauen. Kennzeichenbeleuchtung ist ja bereits am Carbon-Teil dran. Das machen wir dann später. Da müssen wir ein bisschen vorhüpfen. Wir machen jetzt hier weiter, indem wir noch das restliche Heck zerlegen. Die mal zur Seite und wir sehen uns gleich wieder. Für das Mittelteil müssen wir jetzt hier entsprechend nochmal die ganzen Schrauben lösen. Ist zum Glück relativ straightforward, weil, naja, wir sehen alle Schrauben, die weg müssen. Das bedeutet, wir können hier erstmal anfangen, die Kabel auszuhaken. Ich mache das immer ganz gerne als erstes. Dann gibt es später keine unschönen Überraschungen, weil wenn das Teil dann locker ist und ihr habt es in den Händen und irgendwie müsst ihr dann noch mit so 2 Fingern irgendwie ein Kabel lösen, das ist immer unschön. Deswegen gerne das vorher schon machen. Ihr tut euch einen ungemeinen Gefallen. Die beiden Schrauben können bleiben. Wir fangen hier an. So, hier hinten haben wir jetzt eben den etwas dickeren Mund. Das sehen wir auch, weil die Durchdrückfläche viel größer ist. Dann haben wir auf der Unterseite noch rechts und links jeweils hier eine Schraube, die wir jetzt gleich mit locker machen. So, nachdem wir jetzt wirklich hier alle Schrauben gelöst haben, nehmen wir mal kurz das Carbon-Teil zur Hilfe und schauen uns mal kurz an. Wir sehen, wir haben hier sehr viele Clips, die einmal hier rundherum halten. Und das heißt, obwohl alle Schrauben weg sind, ist das Teil wirklich noch sehr strammer Motorrad. Also wir müssen uns einfach eine Ecke aussuchen, an der wir anfangen, entweder hinten oder vorne, und uns dann im Prinzip einmal rundum arbeiten und die ganzen Clips lösen. Ich fange jetzt einfach mal hinten an. Da kann man hier vorsichtig ein bisschen einhaken und dann einfach sich Stück für Stück an der Kante entlang mit dem Finger rundum fahren. So, dann müssen wir die Carbon-Teile hier vorne mit den, also die Tankverkleidungsteile noch aushaken. So, dann machen wir das Ganze auf der linken Seite auch weiter. Ganz wichtig an der Stelle, wir haben unten die beiden Schrauben bereits gelöst. Die unteren Schrauben sind ausschließlich für das Unterteil in Ort und Stelle zu halten. Das heißt, sobald wir alle Clips gelöst haben, wird auch das Unterteil locker sein und nach unten weggenommen werden können. So, wir haben eine Hand am Oberteil, eine am Unterteil und fahren jetzt hier Clip für Clip einmal Stück für Stück nach vorne. So, dann können wir, wenn wir fertig sind, das Unterteil einfach nach unten wegnehmen. Legen wir das mal kurz zur Seite. So, und das Oberteil ist jetzt hier auch schon mit rausgehüpft. Ist ansonsten hier vorne noch bei den Tankverkleidungsteilen ein bisschen mit drin. Ist aber in dem Fall jetzt sogar von alleine mit rausgehüpft. Ist damit jetzt auch quasi frei. Das Heck ist so weit zerlegt wie nötig. Wir bauen jetzt hier alle Clips und alle Dinge, die wir benötigen bei den Carbon-Teilen, einmal rüber, bauen das Heck wieder zusammen und dann sind wir wieder durch damit. Wir sind jetzt wieder am Auspacktisch. Wir haben das Originalteil. Wir fangen mit dem Unterteil einmal an. Das bedeutet einmal die Rahmenheckabdeckung unten. Sieht in Carbon so aus. Ihr seht, ein bisschen was ist schon dran. Ein paar von den originalen Clips müssen wir rübernehmen. Ihr kennt das, es geht relativ schnell. Wir drücken die hier einmal kurz wieder mit dem Finger raus. Ich mache das immer ganz gern ohne Werkzeug, nach Möglichkeit aus dem Grund, dass einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir dabei was kaputt machen mit einem Schraubenzieher, relativ hoch ist. Und es geht eigentlich ganz gut mit dem Finger. Man muss aber nach unten, wenn der Platz da ist. Dabei können wir das originale Unterteil schon mal zur Seite legen und widmen uns jetzt endlich unserem Carbon-Teil. Das bedeutet, wir nehmen die Clips und hauen die hier überall in die dafür vorgesehenen Halterungen hinein. Dann haben wir hier noch entsprechend die Steckgewinde. Nummer 1 und Nummer 2. So, damit ist jetzt das Unterteil an sich schon mal soweit fertig. Sitzt auch alles fest, fällt nichts raus, das ist gut. Können wir schon mal zur Seite legen und widmen uns als nächstes dem Oberteil. Originale Oberteil. Und natürlich das Carbon-Teil wieder schön im Baumwollsäckchen verpackt.
können es jetzt hier einmal schön aus dem Beutel herausholen. Legen es dann auch gleich auf dem ab, dann gibt es definitiv mit Sicherheit keinen Kratzer. Und haben jetzt hier im Prinzip das gleiche Spiel nochmal. Hier sehen wir haben 2 Clips von der Unterseite und ansonsten 2 von der Oberseite, sowie hier die Schraube. Die benötigen wir tatsächlich nur, wenn wir mal mit Sozius fahren wollen, also auf die andere Variante umbauen wollen. Wenn ihr rein bei der Competition eure Monoposto Gesamtvariante haben wollt, dann könnt ihr die sogar hier im Originalteil belassen. Ihr werdet sie nicht benötigen. Aber nichtsdestotrotz, wir machen das natürlich vollständig, deswegen wird auch die Schraube hier gelöst und mit rübergenommen. So, kennt das Spiel. Nummer 1, Nummer 2. Und auch hier kommt man wieder sehr schön ran. Nummer 1 und Nummer 2. Klack, klack. So, und jetzt brauchen wir hier noch mal kurz ein kleines Werkzeug. Torx T20. Zack. So. Jetzt haben wir noch zu guter Letzt, das wird gerne übersehen, wir bei uns natürlich nicht. Wir haben natürlich hier noch den Gummi für die Stifte zum Einrasten. Das bedeutet, den müssen wir hier einmal nach oben rauszerren. Das ist immer ein bisschen eine schmierige Angelegenheit. Wir können da von unten ein bisschen mit dem Schraubenzieher rein nachhelfen. Ist an sich nichts Neues, ich denke, ihr kennt das alle bereits. Und natürlich auch hier die Gummis bitte nicht vergessen. Da ist er schon. Na also, sehr gut. So, ganz wichtig hier vorne noch die beiden Nöppel. Da gibt es dann auch nicht so laute Vibrationsgeräusche und klingt ein bisschen schöner, schaut ein bisschen schön aus. Damit können wir auch das originale Oberteil zur Seite legen und widmen uns dem Carbonteil. So, das bedeutet, wir gehen auf die Oberseite, nehmen beiden Stifte, plopp und plopp, sind schon mal verbaut. So, haben wir noch hier wieder die beiden Gummis. Oben, unten ist hier völlig egal. Nehmen wir einfach rein und schieben sie rein. So, zack. So, dann haben wir den gleichen nochmal hier drüben. Nehmen den Gummi. Sieht dann von innen ungefähr so aus, man sollte den schon sehen. Kann dann nochmal hier so mit dem Schraubenzieher rundum drücken. Dann ist der drin. So. Dann haben wir hier die Clips. Die beiden waren von oben. So. Das Ganze natürlich hier wieder. Bieten auch gleich ein bisschen auf. Haben wir jetzt hier noch hinten unsere Steckgewinde. Schieben das einmal drüber. Noch schnell die Schräubchen durch. So, und damit kommen wir im nächsten Schritt zum Kennzeichenträger. Hier durfte der Domenico kurz das Auspacken genießen. Alle, die jetzt bereits das M1000R Umbauvideo gesehen haben, wissen genau, was auf sie zukommt. Es ist im Prinzip genau das gleiche nochmal. Das bedeutet hier die beiden Blinker weg, Kabelbinder weg, Kennzeichenbeleuchtung befindet sich selbstverständlich schon vormontiert am Carbonteil. Das heißt, wir machen das einmal kurz im Schnelldurchlauf, einmal zack, zack auf und dann einmal rüber und dann genau. Das heißt, als erstes nehmen wir mal Seitenschneider, machen wir die Kabelbinder auf. Achtung, dass ihr wirklich nur die Kabelbinder aufmacht und nicht aus Versehen auch die Kabel. Da wirklich lieber mal eine Sekunde mehr investieren. Das sind natürlich auch hier drüben. So, dann 10er Kabelring, 30er Torx. Auch hier sehen wir die Beilagscheibe, das ist eine sehr, sehr geile Lösung. Ist bereits bei der Mutter mit dran. Das heißt, hier können wir tatsächlich nichts verlieren. Das ist eine super geile Lösung. Den ganzen 90 Grad drehen, Bajonettverschluss. So, damit wir jetzt nichts verwechseln, legen wir den einmal kurz in Fahrtrichtung vor uns hin. Das ist der rechte Blinker, liegt auch daran, er ist nicht beschriftet. Links ist beschriftet, rechts nicht. Nehmen das Carbonteil und genau in der gleichen Ding fädeln wir das Kabel schon einmal durch. Bajonettverschluss genauso, zack, rüber. Ist drin. Wir machen weiter mit der anderen Seite. Das gleiche Spiel nochmal. Schraube raus. Kabel raus. Mutter raus. So, damit können wir den mal kurz zur Seite legen dabei. Auch hier wieder Schraube und alles zur Seite. Und wir sehen jetzt eben, wie gesagt, hinten beschriftet als hinten links. Eigentlich tatsächlich sehr, sehr schön gemacht. So, hier das gleiche. Wir gehen mit dem Kabel da längst nach durch. Bajonettverschluss, drehen das Ding einmal rüber und können dann auch schon
mit dem Festschrauben beginnen. Das heißt, ich schraube wieder von außen durch. So, damit ist das auch wieder erledigt. Und ihr kennt das, wie gesagt, auch bereits vom M1000R Umbauvideo. Wir verzichten hier auf Kahlbinder und haben einfach so direkte Klapphalter, nenne ich es jetzt mal, die einfach ein bisschen eleganter funktionieren. Das heißt, ihr könnt die Kabel hier schön einfädeln, habt dann dadurch tatsächlich das sehr, sehr, sehr sauber gelöst. Da einmal das alles raus. Kabel raus. So, damit das ganze Ding dann auch vibrationsfrei am Motorrad sitzt, müssen wir jetzt hier noch diese Gummihülsen mit den Metallbuchsen rübernehmen. Das bedeutet auch hier kurz die einmal rausgezogen. Es geht sehr, sehr schön ohne Werkzeug. Einmal die Metallhülsen rüber. Da ist er. So, damit ist auch der Kennzeichenträger Montage fertig. Und wir beginnen mit dem Zusammenbau des Hecks. So, das heißt, wir beginnen jetzt mit dem Unterteil. Da haben wir hier zwei so schöne Haken, die müssen hier eingerastet werden. Und ansonsten eben genau die beiden Schrauben, die hier von unten sind. Das ist irgendwie logisches beim Unterteil. So, das heißt, wir können das jetzt hier einmal hoch. Dann sehen wir, sollte das idealerweise sich hier so reinschlüpfen, dass wir hier rankommen. Dann sitzt das auch schon mal optisch sehr, sehr gut, würde ich sagen. Und im nächsten Schritt kommen wir zum Mittelteil. Und die Montage, wir nennen sie auch das große Klackern, weil es wirklich eine Menge Clips sind. So, das heißt, die beiden Kabel, Achtung hier in die Mitte, dass die nicht im Weg sind. Einmal kurz rübergeschoben. So, und im Prinzip auch wie im Originalteil. Wir fangen in dem Fall nur umgekehrt an. Schieben das also einmal hier rein. Wenn das jetzt bei euch aus irgendeinem Grund zu eng, zu eklig, zu hackelig wird, keine Ahnung, macht einfach kurz hier ein paar Schrauben locker, macht die Tankverkleidung weg. Wie das geht, haben wir im M1000R Umbauvideo schon gezeigt. Das bedeutet hier wirklich nur ein paar Schrauben mehr. Dann geht es hier ein bisschen schöner. Aber es geht auch, wie gesagt, wenn man nur das Heck macht, direkter. So, klack. Und so wie wir es vorher auseinandergezogen haben, müssen wir es jetzt auch hier wieder von unten nach oben durchklacken. Schaut, dass sich hier der Finger nicht reinbringt. Klack, klack, klack. Nachdem wir jetzt hier alles entsprechend eingerastet haben an den Clips, haben wir jetzt noch insgesamt 6 Schrauben. Davon haben eben 4 den etwas schmaleren Bund und genau die 2 hinteren in der Mitte den etwas dickeren Bund. Welche wir jetzt in welche Reihenfolge reinmachen, ist im Prinzip völlig egal. Die dienen wirklich nur noch zur, ich sag mal, finalen Sicherung, weil im Prinzip das Teil ist fest. Dadurch ist das Ding jetzt hier auch schön verbaut. Und wir machen als nächstes den Kennzeichenträger. Als nächstes können wir jetzt den Kennzeichenträger montieren. Dafür haben wir jetzt eben entsprechend unsere ganzen Kabel, die wir durch diese Öffnung hier durchfördern müssen. Nummer 2 und die Nummer 3. So, und dann müssen wir es hier so ein bisschen mitführen. Und dann können wir jetzt auf der nächsten Seite von unten den restlichen Kennzeichenträger einhängen. Das heißt, im nächsten Schritt müssen wir den dann hier entsprechend einhaken. Nummer 1. Und die zweite Schraube. So, da ist jetzt der Kennzeichenträger fest am Motorrad. Und wir widmen uns den Kabeln. Als nächstes machen wir jetzt hier noch die ganzen Kabel zusammen. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön einfach, weil es nur 3 Stück sind. Links hinten ist Blinker und Rücklicht. Das sind jeweils die beiden mit dem Label dran. Macht das Ganze sehr, sehr, sehr schnell übersichtlich. Hier schauen, dass der Clip entsprechend richtig einrastet und das Ganze fest beieinander sitzt. So, das gleiche gilt natürlich für rechts. Das sind nämlich genau die beiden ohne die Labels. Klapp. Auch hier schauen, dass er richtig schön einrastet. Und dann haben wir entsprechend hier noch die Kennzeichenbeleuchtung. Die kann nur in einer Richtung eingerastet werden. Und auch hier, zack, schauen, dass er richtig schön einrastet. So, dann müssen wir jetzt die ganzen Kabel einmal wieder schön hier drin verlegen. Wie wir das einmal machen,
So, dann haben wir jetzt die ganzen Kabel verlegt. Bordwerkzeug wieder an Bord bringen. Dafür einfach hier in die entsprechende Aussparung. Zu guter Letzt nehmen wir jetzt hier noch die Sozus-Abdeckung. In dem Fall nehmen wir den originalen Monoposto. Unserer ist, wie gesagt, ohne diesen Gummi in der Mitte. Da habt ihr wirklich die Variante für Komplettcarbon. Aber ich möchte euch in diesem Fall was anderes zeigen. Und zwar, wir haben das jetzt hier entsprechend, rasten die entsprechend hinten ein. Schauen, dass wir hier seitlich in diese Nippel gescheit reinkommen. Und ihr seht jetzt auch hier wieder den entsprechend perfekten Übergang zwischen originalen BMW Carbon und, sage ich mal, Ilmberger Carbon. Einfach von der Oberfläche, vom Material, von der Art, wie es gemacht ist, einfach kein Unterschied. Und genau so soll es natürlich auch sein, dass auch wirklich das gesamte Erscheinungsbild des Motorrads entsprechend hochwertig veredelt wird. Dann kommt jetzt hier noch das Sitzpolster. Hier die Schraube am besten vorher schon durchfädeln. Das macht es uns ein bisschen einfacher. Und schrauben den Sitz fest. Und damit ist jetzt auch quasi das komplette Heck wirklich ruckzuck in ein paar Minuten umgebaut. Und wir machen jetzt weiter an die Schwingenabdeckung. Wir schauen uns als nächstes an, wie wir den Schwingenschoner montieren können. Und natürlich, ihr kennt es bereits von der M1000R. Natürlich haben wir auch für die M1000 Doppel-R einen passenden Hitzeschutz mit dem entsprechenden Halter dazu. Alle, die jetzt sagen, boah, habe ich im M1000R Video schon gesehen. Genau, ihr wisst schon, wie es funktioniert. Für alle anderen, das ist eine richtig geile Sache und die Montage ist kinderleicht. Wir fangen jetzt einfach mal hinten an. Bei den originalen M-Bobbins ist es so, da ist hier so ein kleiner Aufkleber drüber. Den können wir vorsichtig wegmachen mit einem Schraubenzieher. Und dann brauchen wir hier einen relativ großen Torx, einen Torx T45 und können das Ganze hier aufmachen. Das lassen wir einfach als Paket genau so beieinander. Dann gibt es später keine Verwechslungsgefahr und alles ist gut. Als nächstes muss hier der Endschalldämpfer weg. Das geht tatsächlich kinderleicht. Wir müssen nur hier einmal die Klemmschelle so weit locker machen. Jetzt vorsichtig, das Motorrad steht auf dem Seitenständer. Das heißt hier wirklich ein bisschen Feucht walten lassen, nicht zu brutal ziehen und nicht, dass ihr was umwerft. Aber in der Regel geht der sehr schön runter. Das hier unten können wir aber erstmal dran lassen. So, die Fußrastenanlage. Es ist so, die untere Schraube kommt man noch einigermaßen ganz schön hin. Oben ist ein bisschen ekelhaft, da ist hier der Carbon-Fersenschützer ein bisschen im Weg. Da nehmen wir jetzt einen Torx T20. Und wir können jetzt halt entsprechend mit dem Torx T40 auch die Fußrastenanlage locker machen. So, nachdem wir jetzt hier die Fußrastenanlage weggemacht haben, immer aufpassen, dieses hier sehr schön entgratet. Nichtsdestotrotz, wenn wir die jetzt irgendwie hochklappen, wir wollen natürlich nicht, dass es irgendwie zu Kratzern kommt. Die Linse ein bisschen putzen. Wäre das schlimm? Nachdem wir jetzt hier die Schwinge freigelegt haben, wie ihr wisst, ihr kennt das Spiel, wir haben es vorher beim Rahmen gemacht, wir haben das letzte Mal bei der M1000R gemacht. Schwinge putzen, roten Zettel abziehen, Schwingeabdeckung draufkleben, aus für Hitzeschutz montieren und alles wieder zusammenbauen. So, dann gehen wir hier einmal schön rein. Wir kommen wieder zu meiner absoluten Lieblingsbeschäftigung. Die rechte Seite können wir hier so von hinten vorsichtig hindurchschieben, genau so. Schauen, dass es überall schön passt. Wenn es dann hinten, wichtig ist der Ausschnitt hinten, ihr seht es direkt und auch hier, dass die Kanten sitzen. Dann sind wir hier überall schön dran. Dann, wie gesagt, der Kleber reagiert vornehmlich auf Druck. Das bedeutet, wir fangen mal vorsichtig an. So, und jetzt gilt natürlich noch viel mehr als beim Rahmen, das Motorrad zu halten, wenn wir drücken. Weil über einen Seitenständer kippt das noch viel, viel schneller. Das bedeutet hier, ich halte jetzt hier mal am Rahmen ein bisschen gegen. Sehr schön, damit ist die rechte Seite schon mal verbaut. Und jetzt kommt quasi das absolute Highlight. Wir haben nämlich hier den Auspuff Hitzeschutz und ihr seht, normal, serienmäßig ist hier eigentlich kein Auspuff Hitzeschutz vorgesehen. Aber genau wie der M1000R haben wir gesagt, können wir so nicht lassen. Haben deswegen diesen kleinen, aber feinen Halter. Den müssen wir mal kurz ein bisschen locker drehen.
und dann eben entsprechend von hinten hier aufschieben können. Das Ganze ist so gemacht, dass wir den jetzt auch mal hier so ein bisschen festziehen. Ihr seht auch direkt von der Verdickung her, das ist so von der Position her relativ gut dran. Den fixieren wir jetzt einfach mal. Und wir kommen hier noch sehr, sehr schön hin. Das heißt, wir lassen den Halt jetzt einfach mal hier so, wie er ist. Bauen die entsprechend hier wieder hin. So, ist der auch schön dran. So, als nächstes vor zur Fußrastenanlage. So, best. Dann als nächstes der Fersenschoner. Sehr schön, dann können wir jetzt im nächsten Schritt auch schon den Hitzeschutz montieren. Jetzt machen wir den noch mal ein bisschen locker, verdrehen ihn mal so, dass man gescheit hinkommt. Und dann können wir auch schon den Hitzeschutz, genau wie bei der M1000R, montieren. Ein bisschen nach vorne drehen, dann schaut das doch schon schön aus, das ist zu viel. Den könnt ihr jetzt im Prinzip so ausrichten, wie es euch am besten gefällt. Da sind jetzt der Kreativität nicht direkt irgendwelche Grenzen gesetzt. So, zu guter Letzt noch der N-Schalldämpfer. Oh. Da kommen wir jetzt aber schön mit der Ratsche ran. Und damit ist jetzt die Rechtsseiten des Schwingenschoners sowie auch der Auspuff-Hitzeschutz für die M1000 Doppel schon mal montiert. Jetzt haben wir noch den Schwingenschutz auf der linken Seite. Und dann können wir uns last but not least dem absoluten Highlight dieses Umbaus, nämlich dem Motorspoiler, widmen. Nachdem wir jetzt die rechte Seite perfekt und erfolgreich montiert haben, machen wir nun auf der linken Seite weiter. Das Ganze ist tatsächlich super, super simpel. Eigentlich noch viel leichter wie auf der rechten Seite, weil wir keinen Auspuff haben. Und wir müssen hier nur den Fußrasten wegmachen und den Boppel wegmachen. Dann können wir schon direkt loslegen. Vorsichtig den Sticker runter. Und sind auch schon bei der Fußrastenanlage. Das bedeutet... So, nachdem wir jetzt den Fersen schon ab haben, machen wir jetzt hier mit dem Fußrasten selber direkt weiter. Das ist im Vergleich super simpel. Dann nur noch festhalten. So. Dann ist die Fußraste auch schon mal weg. Und wir kennen es bereits von der M1000R. Wir haben jetzt hier noch die ganzen Plastik-Kettenlauf-Führungen. Das heißt, die hier muss auf jeden Fall die Schraube raus. Das Plastikteil kann aber bleiben. Und den hier müssen wir komplett wegmachen. So, nachdem wir jetzt hier alles perfekt vorbereitet haben, müssen wir jetzt hier noch natürlich insbesondere auf der linken Seite von der ganzen Kette die ganze Schmiere wegmachen. Das bedeutet, wir gehen hier wirklich wieder ein bisschen intensiver mit dem Bremsenreiniger ran, damit wir hier auch wirklich das alles sauber bekommen. Achtung, dass ihr hierbei nicht auf die Kette sprüht, weil die mögen Bremsenreiniger überhaupt nicht gerne. Schwingenabdeckung selbst. Und noch ein letztes Mal heute meine absolute Lieblingsaufgabe. Das bedeutet, wir fangen wieder vorne an. Dann müssen wir nur hier diese kleine Plastikschraube mit wegmachen. Das macht uns die Arbeit gleich unglaublich viel leichter. Das heißt, jetzt können wir, nachdem alles erledigt ist, die Schwingabdeckung reinmachen. Dafür nehmen wir jetzt hier die Kettenführung und ziehen die ein bisschen raus, dass wir hier also wirklich den Platz haben, mit der Schwingabdeckung hineinzufahren. Das ist immer ein bisschen frickelige Angelegenheit. Gut aus. So, dann geht hinten ran. Und auch hier wieder auf der Oberseite. Richtig schön alles randrücken.
So, damit ist die Schwingabdeckung dran. Wir bauen wieder alles zusammen und dann schaut schon ganz gut aus. Das bedeutet, wir fangen wieder vorne an. Müssten wir erst diese Hülsen hier so reinschieben und dann diese Plastikschrauben hinterher. Erst auch hier wieder schön das Loch hinein. Die muss jetzt hier wieder unten rein. Sehr gut, ist auch dran. So, damit ist auch die linke Seite der Schwingenschoner montiert. Das bedeutet, das Motorrad ist im Prinzip fast fertig. Es fehlt nur noch ein letztes Teil. Im Prinzip das geilste Teil, das wir für dieses Motorrad im Sortiment haben. Und das dieses Motorrad zumindest optisch wirklich vervollständigt und ihm den Rennsportcharakter verleiht, den es wirklich verdient hat. So. Der Motorspoiler kommt mit einer zusätzlichen Schraube, die wir für hier in der Mitte benötigen werden. Die können wir dann auch schon mal schnell zur Seite legen. So groß wie nötig, so klein wie möglich. Verdeckt hinten das gesamte Heck, alles was ihr benötigt, am Sammler und wird so simpel wie möglich mit nur genau 3 Schrauben montiert. Für die Montage müssen wir am Motorrad genau 3 Schrauben lösen. Ich lege die mal einmal hier drunter. Und zwar einmal auf der rechten und jeweils linken Seite, hier unten diese Torx T25 und zu dem dicken Buch mit dem Gummigehülse. Und von den zwei hier in der Mitte die hintere. So, fangen wir einfach mal an. Hier diese Schraube aufzumachen. Ganz wichtig an dieser Stelle jetzt, hier ist ein Steckgewinde innen drin. Das muss weg. So, dann gehen wir jetzt auf die andere Seite, machen die dritte Schraube locker. Hier noch die dritte Schraube. So, und jetzt kann der Motorspoiler auch schon montiert werden. Dafür nehmen wir von hinten. Wichtig, der Motorspoiler sind wir hier drunter und wird hier vorne mittig mit eingefädelt. Das ist ein bisschen Gefädele. So, wenn ich dann hier das Gewinde sehe, nehme ich einfach mal schnell die Schraube und fixiere das Ganze kurz. Jetzt kann ich auf die andere Seite rübergehen und die anderen Schrauben hinmachen. Quasi so mit unten rein. Kann natürlich nicht mehr aus. Und jetzt kommen wir eben zur neuen Schraube. Die muss eben jetzt genau hier unten mittig festgemacht werden. So. Zum Schluss noch die untere Schraube festziehen. So. Und damit ist jetzt natürlich auch der Motorspoiler unten, die Verlängerung, mit am Motorrad. Das Motorrad sieht aus, als hätte es eine komplette Vollverkleidung. Der Cut wird richtig schön nochmal durchs Carbon hier mit wirklich minimalem Abstand nochmal verdeckt. Das Ganze hier, ihr seht es, sitzt da perfekt am Motorrad, geht ganz knapp dran vorbei, hält die Linie schlank und das sieht jetzt echt aus wie ein richtiges Rennmotorrad, so soll es sein. Damit sind wir jetzt tatsächlich wieder angelangt am Ende unseres Umbauvideos für die BMW M1000 RR. Und heute waren es wirklich nur mal eine Handvoll weniger Teile, dafür aber, glaube ich, umso wichtigere. Wir haben jetzt wirklich nochmal die letzten Stellen des Motorrads, wo noch irgendwie so unlackiertes Plastik rausgeschaut hat, wirklich nochmal mit Carbon vervollständigt. Auch nochmal diese silberne Schwinge in schönes Carbon gehüllt und natürlich auch unten den Motorspoiler entsprechend verlängert, sodass das Ganze jetzt hier wirklich ausschaut wie in einem Guss, in einem Teil bis hinter, dass es richtig ordentlich einfach ausschaut. Motorrad, ein paar kleine Änderungen, steht jetzt nochmal ganz anders da wie vorher. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ihr könnt vielleicht das eine oder andere mitnehmen, vielleicht den einen oder anderen Kniff, wie man hier was, wie, wo ideal umbauen kann. Und ich denke, auch wenn man sich es am Ende des Tages betrachtet, geht es doch deutlich schneller, als man vielleicht im Voraus vermutet hätte. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Umbauvideo wieder. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, wo ihr sagt, hey Mensch, das ist mein Motorrad, kannst du bitte das auch mal ein Umbauvideo machen? Sei es jetzt eine Diabel, sei es eine Panigale, vielleicht auch eine Multistrada. Oder natürlich auch die 1300 GS, die wird kommen, das so viel kann ich vorwegnehmen.
dann schreibt in die Kommentare, welches Motorrad ihr als nächstes gerne sehen wollt. Und dann machen wir natürlich auch für da wieder ein vernünftiges Umbauvideo. Einmal von vorne bis hinten, dass ihr seht, wie man unsere Teile da wie wo am simpelsten und am schönsten anbauen kann. Haben wir natürlich jetzt hier nochmal für euch einen schönen Vorher-Nachher-Vergleich, wie das Ganze wirkt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao dabei.